Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch einmal mitnehmen in meine Gedankenwelt, meine Beobachtungen nach 7 Wochen Social Media Detox, meine Erkenntnisse, meine Learnings und mein Fazit nach 7 Tagen ohne Social Media. Das heißt, ich habe alles gelöscht, sogar E-Mail, also wirklich alle Apps, Instagram, Facebook, Messenger, E-Mail, App, Google Mail, YouTube. Alles bis tatsächlich auf WhatsApp und Telegram, weil ich tatsächlich auch eine Gruppe geleitet habe mit allen Menschen, die eine Woche, sage ich mal, auch einen Social Media Break machen wollen. Zuallererst möchte ich einmal beginnen, wie ich überhaupt, sage ich mal, diesen Impuls bekommen habe. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, was jetzt die positiven Effekte oder was die Hintergründe bei mir waren, sondern tatsächlich auf diesen schlaggebenden Moment, warum ich es dann endlich mal durchgezogen habe. Und zwar durch die Doku The Social Dilemma, was ich jedem ans Herz legen kann. Ich muss sagen, dass ich nicht zu 100% mit allem, was diese Doku, sage ich mal, mit euch teilt, sage ich mal, meine Hand ins Feuer lege und hinterstehe, vor allem gegen Ende. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Doku extrem gut, einfach weil sie sehr, sehr, sehr klar und deutlich macht, wie krass wir manipuliert werden, dass wirklich hinter jeder App mehrere Neurowissenschaftler hinterstecken und sie bewusst unsere Energie und Zeit rauben zu ihren Besten und nicht zu unserem Besten. Alles, was wir theoretisch schon mal wissen, und wenn ich es euch so sage, ist es auch nicht so krass, wie wenn ihr das halt selber in der Doku seht. Deswegen empfehle ich euch, schaut euch die Doku an. Ich finde sie extrem gut. Das sind extrem viele ehemalige Mitarbeiter von Instagram, von Facebook, von YouTube etc., die einfach offen und ehrlich mit euch ihre Erfahrungen, ihre Gedanken teilen. Und natürlich wusste ich auch schon vorher, dass ich, sage ich mal, manipuliert werde. Das heißt, dass mir nur bestimmte Dinge gezeigt werden, dass ich abgehört werde, dass der Algorithmus genau exakt 100% so auf mich angepasst ist, sage ich mal, dass natürlich ich so lange wie möglich darauf bleibe. Und wenn ich so sage, klingt es gar nicht so schlimm. Und ja, erst nach dieser Doku wird man sich erstmal bewusst, was eigentlich wirklich diese Gefahren dahinter sind. Deswegen wirklich, ich lege euch ans Herz, schaut es euch an, zieht eure Schlüsse, egal was ihr jemals hört, sei es von mir oder Filme, Dokus etc. Nicht immer alles ist das, wie sagt man, das Gelbe vom Ei. Keine Ahnung, wie dieses Sprichwort heißt. Auf jeden Fall ist nicht immer alles 100%ig, sage ich mal, the truth. Hört da immer auf euch selber. Seid offen für jegliche Art von Meinungen und bildet euch weiter und fühlt dann selber hinein und hört auf eure eigene Intuition, was sich einfach für euch stimmig anfühlt und richtig. Und genau, jetzt kommen wir zu der Woche, beziehungsweise zuallererst möchte ich direkt am Anfang sagen, ich habe diese Erfahrung schon mal gemacht, wo ich wirklich komplett mein Handy, mein Laptop, sage ich mal, weggesperrt habe und nicht rangegangen bin. Und das war für mich auf jeden Fall, möchte ich direkt am Anfang sagen, das war krasser als jetzt diese eine Woche. Dennoch konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen für mich und war auch super interessant, was ich für mich mitnehmen konnte. Dennoch möchte ich direkt am Anfang sagen, wenn du sowas machst, dann mach es komplett also lass dein Handy komplett ausgeschaltet, auch wenn du nicht mehr konsumierst. Ich bin 1 oder 2 Mal nur ans Handy gegangen für WhatsApp und für meine Telegram-Gruppe, wo ich halt wirklich täglich Inspiration, Impulse reingegeben habe und halt einfach für die Menschen da gewesen bin und, sage ich mal, Fragen etc. beantwortet habe oder einfach diesen Space kreiert habe für den Austausch. Und habe manchmal noch Spanisch gelernt auf dem Handy. Und trotzdem habe ich gemerkt, krass, auch in diesen Momenten, wo ich dann an meinem Handy war, das hat mir einfach nicht gut getan. So.
Und ich bin halt super sensibel, auch über die Jahre bin ich noch sensibler geworden. Ich weiß noch mehr, was ist gut, was ist schlecht. Habe ich sehr, sehr viel, sage ich mal, oder es gibt immer noch Momente, wo es so ist, dass ich sehr, sehr viel verstehen möchte. Ich recherchiere viel und habe früher auch viel mich einmal schon mit, sage ich mal, Handystrahlung, Computerstrahlung und WLAN-Strahlung etc. befasst. Deswegen wusste ich auch kognitiv, also habe es einfach schon theoretisch auch verstanden und faktisch war es einfach für mich klar, dass diese Strahlung einfach mir nicht gut tun. Mittlerweile muss ich das kognitiv nicht mehr verstehen, sondern wenn ich es fühle, dann vertraue ich da 100% meiner Intuition. Und ich habe einfach gefühlt, krass, obwohl ich nicht mehr konsumiere, obwohl ich nicht mehr in Social Media bin, tut es mir einfach nicht gut. Habe dann auch Momente gehabt, wo ich einfach mein Handy mal zu Hause gelassen habe, bin rausgegangen, habe mein Ding gemacht, also mir Zeit für mich bewusst genommen und direkt wieder dieser selbe Effekt, den ich wirklich innerhalb eines Tages habe, wo ich mein Handy, Laptop weggesperrt habe, ist wiedergekommen. Und zwar, dass du einfach viel krass viel verbundener bist mit dir selber, viel mehr Klarheit in deinem Kopf hast, wirklich. Also du hast nicht mehr diese wirren Gedanken und dieses Unwohlsein, sondern, also zumindest ist es meine Erfahrung, ich bin so unglaublich krass in meiner Mitte, nur dadurch, dass ich eben diese Störfaktoren, diese Ablenkung und diese Strahlung von mir, sage ich mal, weggemacht habe. Und das fand ich halt krass. Das war auf jeden Fall ein Learning für mich. Wenn ich nächstes Mal wieder mir Bewusstheit für mich nehmen will, dann mache ich keine halben Sachen, auch wenn die Intention dahinter ja mega schön war, dass ich diese Menschen begleitet habe, die auch unglaublich dankbar sind dafür und wo ich auch mega dankbar bin dafür, weil ich gemerkt habe, oh krass, dass ich einen Impact haben kann auf andere Leben und dass es mir auch einfach mega Spaß macht, so sage ich mal, auch nicht nur mein Leben zu verändern, sondern bewusst auch mit der Intention, ich möchte andere Leben positiv verändern. Und das war auf jeden Fall eine mega schöne Erfahrung. Dennoch habe ich für mich mitgenommen, am sinnvollsten ist es wirklich 100% etwas zu machen und nicht nur halb. Deswegen, wenn ich nächstes Mal Social Media Detox mache, dann nicht nur Social Media, sondern auch wirklich komplett Handy, Laptop auslassen und dann richtig 100%, sag ich mal, sich mit sich beschäftigen, in die Natur zu gehen, sich verbinden. Und natürlich ist alles eine Balance, das heißt, auch mit Social Media kannst du in deiner Mitte sein, auch mit den Apps und wenn du bewusst in dein Handy gehst, wenn du bewusst die Zeit für dich dort nutzt, dann ist das voll fein. Aber die meisten sind eben nicht bewusst da und verbringen mehr Zeit, als sie es wollen. Wir lassen uns mehr ablenken, als dass wir, sage ich mal, diese Plattform für uns nutzen. Und deswegen, ich werde für mich auf jeden Fall das in mein Leben integrieren, dass ich das regelmäßiger machen möchte. Es muss nicht eine Woche sein. Ich meine, 1-2 Tage reichen auch schon aus. Ich habe das gemerkt, dass, wie gesagt, dieser eine Tag komplett Handy aus und Laptop aus hat meine Gedanken, ich war wie ein anderer Mensch, wirklich, also es war 2020, das war wirklich ein Tief, da war ich wirklich in einer sehr, sehr krassen, tiefen Phase in meinem Leben, wo mein ganzes Weltbild sich nochmal komplett verändert hat, wo ich sehr, sehr viel, sage ich mal, Negativität in meinen Space gelassen habe, bewusst, weil ich mich mit bestimmten Themen beschäftigt habe, die in dem Fall sehr notwendig waren, um bestimmte, sage ich mal, Dinge in meinem Leben und auch in dieser Welt zu verstehen. Und das hat aber meine ganze Energie geraubt, weil ich einfach wirklich, ich war 11-12 Stunden am Tag am Laptop und das war zur Zeit der Lockdown-Phase, das heißt, ich konnte nicht mal meine Berufung ausführen, mich im Positiven ablenken, das heißt, Dinge machen, die mir Energie geben, und habe mich komplett verloren dabei. Und da hat dieser eine Tag wirklich wirklich war in eine sehr depressive Richtung gerutscht, ich hatte kein Glück und Freude mehr am Tag gefühlt, ich war so
so krass unglücklich. Ich habe viele Ängste in der Zukunft gefühlt und ganz viel Negativität in mir. Und es hat mich so runtergezogen. Wenn ich darüber rede, dann kommt diese Energie wieder. Aber durch diesen einen Tag, ich habe so krass viel Klarheit für mich bekommen. Ich habe so viel Ruhe wieder in mir gefunden und konnte dadurch auch wieder bewusster, sage ich mal, wieder mit diesen sozialen Netzwerken umgehen. Und deswegen mein Appell an dich, wenn du gerade merkst, du fühlst gerade Unruhe in dir, Unklarheit, du kommst gerade einfach nicht weiter oder du weißt gerade selber einfach nicht, sage ich mal, wer du bist, was du willst in deinem Leben. All gut. Und dann ist es Zeit abzuschalten. Es ist Zeit, mal offline zu gehen. Es ist Zeit, sich bewusst mit sich selber zu befassen. Auch diese Woche hatte ich sehr viele Erkenntnisse für mich und Beobachtungen für mich. Ich durfte meine Emotionen wieder, sage ich mal, bewusster wahrnehmen und beobachten. Ich bin ja schon sehr lange in dieser Journey des, sage ich mal, des Selbstverwirklichen und immer mehr zu meinem inneren Kern zu finden. Und ja, ich durfte diese Woche das noch bewusster machen, noch bewusster, auch rückblickend. So oft, sage ich mal, in dieser Woche habe ich wirklich gefühlt, was für eine krasse Entwicklung ich schon durchgemacht habe und hatte so oft einfach so viel Dankbarkeit in mir gefühlt, weil ich einfach schon so eine krasse Entwicklung durchgemacht habe, von wirklich, und darüber werde ich auch noch ein Video drehen, wirklich wie ich mich früher gesehen habe, wie ich mein Leben gesehen habe und wie ich heute einfach bin, es sind einfach zwei unterschiedliche Menschen. Was ich mitnehmen möchte und integrieren möchte in mein Leben, ist noch mehr Bewusstsein zu schaffen und noch bewusster mit Social Media umzugehen. Das heißt, auch wirklich, das ist so krass, in dieser Woche, ich hatte gar nicht das Bedürfnis gehabt, wieder in Social Media reinzugehen. Es war halt wirklich nur diese Beobachtung, wie krass, wie konditioniert man ist, wenn man irgendwas gerade, was Krasses erlebt, dass man es aufnehmen will oder was Schönes, was man teilen will. Man will es direkt aufnehmen und zeigen. Und das war für mich halt so, oh wow, krass, wie konditioniert ich bin. Ich will direkt an mein Handy gehen. Und ich habe es aber gar nicht bewertet, sondern fand es einfach interessant. Und ja, da möchte ich einfach nochmal bewusster, sage ich mal, mit Social Media umgehen, dass ich halt wirklich nur meine Highlights teile und nicht gefühlt irgendwie jeden Moment auffangen, auch wenn es ein schöner Moment ist. Ich möchte es einfach bewusster wahrnehmen. Das, was ich eh schon mache, ist, dass ich das nie direkt danach poste und sage ich noch mehr Zeit investiere, sondern wirklich, wenn ich diesen Impuls habe, ich will es mit euch teilen, dann nehme ich es auf und lege mein Handy weg und bin dann wieder voll im Moment. Das ist dann, sage ich mal, das kann ich sehr gut mit meinem Gewissen vereinbaren und spare ich mir auch Zeit. Und genau, was ich auch noch, sage ich mal, mitnehme oder was ich umsetze und auch euch an die Hand gebe, wenn ihr sowas macht, ist, dass ihr komplett eure Newsletter mal durchgeht und alle Newsletter, die ihr euch sowieso nicht durchlest, deabonnieren. Nicht nur löschen, glaubt mir, long-term gesehen spart ihr euch extrem viel Zeit und Energie. Mit einem Deabonnieren spart ihr euch das Ganze jeden Tag löschen. Und genau, das auf jeden Fall. Ansonsten auch ist es sehr wichtig, was lässt ihr in euren Space, welche Menschen lässt ihr in euren Space und welche Dinge konsumiert ihr. Zum Beispiel auf Instagram und YouTube bezogen, wirklich deabonniert und löscht alle Personen, die euch Energie ziehen. Und damit meine ich nicht die Menschen, die euch triggern, weil Trigger löst vielleicht im ersten Moment ein negatives Gefühl aus, aber es ist so eine krasse Möglichkeit zu wachsen. Ich meine tatsächlich, es gibt einfach bestimmte Menschen, die ziehen dir Energie und da darfst du wirklich für dich bewusst entscheiden, dass du es halt nicht mehr in deinen Raum lässt. Und ja, also ist kein großes Ding, deabonnieren und einfach dich auf, sage ich mal, die Menschen fokussieren, die dir Energie geben und die dich inspirieren. Und es geht auch nicht darum, dass man immer nur positiv Stuff postet. Was ich voll schön finde und was man auch oft irgendwie dann, sage ich mal,
zu krass dieses Schwarz-Weiß-Denken, positiv, negativ, es geht gar nicht darum, sondern zum Beispiel für mich persönlich, was mir Energie zieht, ist, wenn ich sehe, dass Menschen so krass fake sind und alles so aufgeplustert und dass sie halt einfach nicht authentisch sind. Sowas zieht mir Energie zum Beispiel. Aber jemand, der wirklich raw und ehrlich zum Beispiel seine Gefühle zeigt und vielleicht gerade einfach einen schlechten Tag hat und einfach emotional gerade ist und seine Gefühle zeigt, sowas finde ich voll schön und sowas zieht mir zum Beispiel gar nicht Energie, sondern das ist so krass. Ich finde es so schön, dass dieser Mensch einfach offen und ehrlich sich so zeigt, wie er ist und eben nicht diese Maske aufhat. Deswegen dürft ihr da selber nochmal für euch hineinfühlen. Ist es gerade jetzt wirklich etwas, zieht dieser Mensch mir wirklich Energie oder triggert mich diese Person nur? Also da dürft ihr gerne nochmal in euch fühlen und selber für euch entscheiden, was sich, sage ich mal, für euch richtig anfühlt. Und falls ihr da noch nicht intuitiv für euch selber entscheiden könnt, was gut für euch ist und was nicht. Und wenn ihr wirklich eure Zeit, sage ich mal, in Social Media verliert, kann ich euch einfach empfehlen, sich da so einen Timer zu setzen, entweder als Alarm oder es gibt bestimmte Apps, die dann eure App dann blocken nach einer bestimmten Zeit. Da könnt ihr euch sehr gerne einfach selbstständig informieren, Eigenverantwortung übernehmen. Und danke euch für eure Zeit, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abendtag oder was auch immer bei euch ist. Fühlt euch umarmt und bis ganz bald. Bye, bye. Somewhere out there, somewhere far away, I want you back.